Hallo Freunde, willkommen in einer neuen Ausgabe von Lost Cars. Ich habe euch von so einem Stadtteil erzählt, wo massenhaft Oldtimer und vergessene Autos auf den Parkplätzen stehen. Jetzt bin ich da. Der Ort, der Stadtteil hier heißt Aerodrom, das heißt übersetzt Flughafen. Kurz gesagt, kurz erklärt, es war mal früher mal ein Flughafen, den haben sie abgerissen und dann haben sie einen Stadtteil halt, Wohnfläche halt gebaut, ne, mit vielen Hochhäusern, zum Teil bis zu 16 Etagen hoch und hauptsächlich Eigentumswohnungen. Also die Leute haben hier schon ein paar Euros und Moment, ich stehe hier gerade mitten auf Parkplätzen. So, und ja, dementsprechend haben ja auch viele Leute hier auch Autos. Und es ist hier auch nicht so ganz ungefährlich. Also ihr werdet euch schon sehen, dass die meisten vergessenen Oldtimer und Autos, die jetzt hier rumstehen, soweit es geht, eigentlich noch ziemlich komplett sind. Das liegt einfach daran, weil die ziemlich gut bewacht werden von den Anwohnern hier. Und das Gefährliche dabei ist, man ist nicht lange unbeobachtet hier. Also wenn ihr meint, ihr müsst jetzt eine Türe abmontieren oder eine Stoßstange, dann könnt ihr auch schon sicher sein, dass es nicht lange dauert, bis der erste Anwohner euch auf die Schulter klopft und was macht ihr da? Und wenn ihr hofft, dass die Polizei euch da aus dieser Scheißsituation rausholt, nein. Ich glaube, die machen eher das Gegenteil. Die hauen euch da voll auf die Fresse. Oder landet erstmal in den Knast und dann in die Abschiebung. Also hier ist die Polizei nicht so lieb und nett wie bei uns in Deutschland. Hier ist es schon knüppelhart. Also es kann auch sein, dass ihr auch direkt den Schlagstock schmeckt und dann erst gefragt wird, was machst du überhaupt da? Na, das kann nämlich hier auch passieren. Ja. Mir Gott sei Dank noch nicht passiert, aber ich habe schon erlebt, dass das passiert. So, ich bin jetzt im ersten Block. Es sind insgesamt so circa 5, 6 Blocks mit mehreren Hochhäusern drauf. Und um die Hochhäuser herum sind halt diese privaten Parkplätze von den Anwohnern. Da stehen schon verdammt viele Autos. Und das Krasse ist ja noch, in den Tiefgaragen, wo man leider zum Teil nur mit Schlüssel halt reinkommt, stehen noch mehr Autos. Ne? Aber leider kommt man da halt nicht so mal eben rein. So, das war jetzt die Ansprache an diesem Ortsteil. Und ich fahre jetzt hier mit Schrittgeschwindigkeit durch die Parkplätze. Und dann könnt ihr halt gucken, wir machen eine Rundfahrt. Und wenn das ein oder andere Auto doch ein bisschen interessanter ist, werde ich aufsteigen und davon halt nochmal ein Video machen. So, ansonsten wird das nur eine Rundfahrt sein. So, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Nein, jetzt geht's erst weiter. Jetzt geht's erst richtig los. Danke. So, die Rundfahrt beginnt und wir haben auch schon direkt das erste Lost Cars. Also einer von zwei. Einmal den Yugo, der steht ja schon auch ein bisschen länger hier. Und ein Opel Kadett D. Wie ihr seht, sind hier schon die Reifen platt, Lack ist matt und naja. So, das sind schon die ersten beiden. Und jetzt wechsle ich mal direkt auf die andere Seite. Ich bin jetzt gerade nur 10 Meter weiter weggefahren von der Ansprache-Video und hier seht ihr auch schon den nächsten Kandidaten. Ein Yugo, Skala 55C. So, wir fahren weiter. Also hier kommt es eigentlich mal Schlag auf Schlag, ne? Also wir sehen schon direkt zwei und ich sehe schon auch schon direkt das nächste Auto kommen. Noch ein Yugo Stoeden. Sehr begehrte Rallye-Autos. Auch der ist ein bisschen lost. So, jetzt muss ich aber auch leider schon wieder drehen. Das ist hier eine kleine Sackgasse. Ärgerlich. Gucken, dass ich hier nichts umniete. Weil hier ist es ein bisschen eng. Und mein Auto ist ja nicht gerade ein Kleinwagen. Das wird ein ziemlich langes Video werden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Gott sei Dank habe ich eine Automatik, ey. Rückwärts. Daewoo Matiz ist hinter mir. Hier fahren viele Leute halt so asiatische Autos, halt viele französische Autos. Und ich werde natürlich, weil ich dann gleich auf öffentlichen Straßen gleich fahre, werde ich mehrere Videos machen. Und weil ich halt auf öffentlichen Straßen fahre, dann ist das so ein bisschen blöd mit dem Handy. So, aber ich habe nämlich schon gesehen, da vorne kommt schon das nächste Auto. Ich muss halt ein bisschen jetzt aufpassen, ich habe ein bisschen Überbreite. Da.
Da kommen schon die nächsten. 2 Stück hintereinander. Nebeneinander. Einen hübschen Golf 1. Der sieht sogar noch richtig gut aus. Ich glaube, der ist nicht lost. Aber der Yugo hier daneben. der ist hinüber. Also wie ihr seht, Yugos gibt es hier noch. Guck mal, da ist auch schon direkt das nächste Auto. Ein paar Meter weiter wartet hier ein Peugeot. Der steht aber schon lange hier. Ein Foto. Guck mal, schon direkt das nächste Auto. Ein Citroën, was ist das? CX? BX? Keine Ahnung. Und direkt das nächste Auto. Ihr seht, ich sag euch hier geht Schlag auf Schlag. Was ist das hier? Ein Lancia. Leider nicht mehr zu erkennen, was für ein Lancia. Seht ihr, was ich hier meine? Guck mal, und direkt das nächste Auto. Ein paar Meter gefahren und schon direkt das nächste Auto. So, dann habt ihr natürlich hier... geil. Was ist das? Ein Passat? Ist ja geil. Cool. Das ist cool. Da ist schon wieder einer. Scheiße, ich muss mal ein bisschen Platz machen. Hier hinter mir kommt ein Auto. Sekunde, ich muss immer kurz jemanden passieren lassen. Und dann geht's auch schon weiter. Hier ist es gerade ein bisschen mager. Wie ihr seht, ich habe nicht übertrieben, ne? Und wir sind jetzt nur im ersten Block. Und es gibt ja noch verdammt viele Blocks. Hier wird es jetzt ein bisschen ruhiger. Ja, ey. Scheiß drauf, obwohl ich Vorfahrt habe, einfach fahren, ne? Geil. Taxis. Neuer Yugo. Fahr schon, ey. Mein Gott. Guck mal, die Leute nutzen das sofort aus, dass man wegen einem blöden Taxi kurz stehen bleibt. Also hier in dieser Ecke war ich auch noch nicht. Da geht's in die Tiefgarage rein. Das Krasse ist ja auch hier, selbst in den Einkaufsmalls und so alles, ne? Alter, ist das hier eng. Gut, dass keiner hinter mir ist. Ein blöder Fußgänger. Cool, der Subaru fährt da. Fiat Uno. Aber der scheint nicht lost zu sein. Also verloren oder vergessen. Das wird ein verdammt langes Video werden. Guck mal, da ist noch ein Uno. Noch ein Yugo. Ich weiß, die Fangemeinde von Yugos, die wachsen ganz rapid schnell. Skoda Felicia. Guck mal hier ein Kadett. Ein gestrandeter Kadett. Und eine A-Klasse, die vergessen wurde. Wahrscheinlich extra vergessen wurde. Ein ehemaliger Krankenwagen. Und da kommen schon wieder die nächsten. Da ist ein vergessener Yugo. Was zum Teufel bist du denn? Keine Ahnung, was das ist. Das Grüne da, was ist denn das? Auf jeden Fall vergessen. Scheiße, das geht ja da auch noch weiter. Komm, scheiß drauf, wir fahren mal rechts. Aha, Sackgasse, scheiße. Und da ist ja ein Hyundai Pony, ne? Mein Gott, jetzt fährt er auch noch hinter mir her, ey. Muss mal kurz hier rechts ranfahren, links ranfahren. Rückwärts raus. Ein Golf 3. Der Golf 3 ist hier natürlich eher unspektakulär. So. Was kommt da? Ein Kadett.
Er möchte gern GSI Viertürer. Der scheint aber noch aktiv zu sein. Eine Deo. Oh Gott. Ich war in dieser scheiß Ringrinne. Nochmal ein Skoda Felicia. Und noch ein vergessener Jugo. Boah, Alter, wie viele Parkplätze haben die hier? Boah, geil. Da steht ein Oldtimer. Und der sieht sogar noch richtig aktiv aus. Ist das ein Volvo, ne? Boah, der ist ja mal geil. 144? Oh, schönes Auto. Der sieht auch richtig gepflegt aus, ich glaube. Der ist nicht vergessen. Und da geht es auch wieder weiter mit einem blauen Jugo, einem roten Jugo. Mein Gott, was ist das hier? Das verwinkelter Parkplatz. Moment, ich muss mal hier kurz nach unten drehen. Ich will ja natürlich keinen unbeteiligten Film. Oh Gott, da kommt schon ein Mondeo und da steht auch noch ein Astra. So, guckt euch mal den Astra jetzt mal an. Alter, wenn der ist schon, der ist am Ende. Noch ein Jugo. Hier stand eigentlich auch mal so ein alter W123er hier an der Ecke. Aber der ist leider verschwunden. Ein Lader. War doch ein Lader, ne? Hab jetzt nicht so auf das Zeichen geachtet. Oh, guck mal, Daihatsu. Oh, dass die auch noch hier noch gibt. Cool. Ihr merkt schon, ne? Das ist hier richtig krass. Da kommt noch ein Jugo. Oh, da ist schon das nächste vergessene Auto. Sieht aus wie ein Seat. Ah, der hat auch schon ein Zettelchen dran, dass das Auto abgeschleppt wird. Ich werde hier gerade von so einem E-Roller überholt. Oh, eine hübsche Frau drauf. Und zack, das nächste vergessene Auto. Ein 206. Was haben wir noch? Oh, geil. Geil. Ein Simca. Das ist auch ein Simca, ne? Ey, tatsächlich. Davon muss ich ein Foto machen. Geil. Und was ist da? Ein Hyundai Pony. Seht ihr da hinten? Da ist der nächste Block. Ein Renault R5. Wahnsinn, und ich werde hier von den Leuten angeguckt, als wäre ich voller Spacko, ne? Wie gesagt, da kommt der nächste Block. Hier ist schon noch ein Renault. Noch ein Renault 19, ui. Ist das ein Suzuki Alto? Ja, ne? Noch ein Jugo. Mein Gott, die Scheißdinger gibt es echt noch voll viel hier. Und ich bin immer noch im ersten Block, Leute. Immer noch im ersten Block. Ich habe irgendwie schon langsam das Gefühl, ich habe mich verfahren. Also hier gibt es natürlich auch neue Autos, ne? Nicht nur die alten Schrottkarren, sondern auch hübsche neue Autos. Boah, in Wartburg. Ist wahrscheinlich dem Besitzer auch nicht mehr in Erinnerung. Ah, hier war ich schon mal. Hier stand ein alter Citroën GS. Mal gucken, ob der immer noch hier steht. Oder ob da schon. Ach, guck mal, da kommt noch ein Lader. Und die ganz da hinten sehe ich, glaube ich, einen Kadett C. Warte. Da ein Lader. Peugeot 309.
Sag ja, das ist eine mega Rundfahrt hier, ne? Kadett C. Hab ich so richtig gesehen. Ein Vento. Da. Oh, ey. Kann natürlich nicht filmen, weil da hinten direkt ein Auto angedonnert kommt. Immer noch im ersten Block noch ein Lader. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. So. Kleine Unterbrechung. Ich fahre jetzt zum nächsten Block. Und dann seid ihr wieder live dabei. Bis gleich. Ciao, Freunde. So, ich musste nicht weit fahren. Und schon gibt es die nächsten. Ein Zaster, wa? Hier ist es ein bisschen schattig, das ist schön. Dann haben wir einen Peugeot 205. Schön mit Dachgepäckträger sogar. Und zack, der nächste, der mich hier doof anguckt. Und dreht sich sogar um. Ein Yugo. Amurak. Ich hoffe, dass es keine Sackgasse ist. Oh. AX. CX. CX, ne? Verdammt, das ist eine Sackgasse. Schande. Okay, ich muss mal wieder unterbrechen.